Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich möchte euch zeigen, wie ich diesen Hintergrund gemalt habe, und ich habe leider keinen deutschen Begriff gefunden, der das so beschreibt. Auf Englisch würde ich sagen Glowing Orbs, weil das wirklich so tiefstrahlende Farben sind, wie Leuchtraketen, die ins Meer abgefeuert werden. Ich nenne sie jetzt einfach mal leuchtende Farbkreise, dann wisst ihr, was ich meine. Bei dem Tutorial gibt es ein paar Dinge zu beachten, und zwar benutze ich die Prismacolors und die sind sehr kräftig von der Farbgebung, sehr weich und geben viel Farbe ab. Wenn ihr andere Stifte benutzt, wie zum Beispiel die Polychromos, dann müsst ihr ein paar mehr Farbschichten auf das Papier legen, wenn ihr Farbverdünner benutzt. Ich benutze Gamsol zum Blenden. Das ist ein Farbverdünner, den man sehr gut für Buntstifte benutzen kann. Erstens kann man so seinen Stift ein bisschen einsparen, und zweitens kann man die Farben bewegen auf dem Papier und so diese Bleich- oder Buntstiftstriche loswerden, die vielleicht bei großen Hintergründen auftauchen, oder auch die verschiedenen Farben besser ineinander mischen. Ich zeige euch hier, wie ich den Übergang von einem Farbkreis zu dem anderen male. Ich habe jetzt erstmal mit meiner hellsten Farbe, was ihr hier gerade seht, den Kreis gezeichnet und beginne drumherum zu blenden, wirklich ganz sanft, ganz leicht, noch nicht doll drücken. Wir möchten einfach nur gucken, wie das aussieht, wie die Farben ineinander blenden. Das wird Schicht für Schicht aufgebaut, also mit ganz leichter Handbewegung, ganz locker um den Kreis drumherum blenden, wirklich keine harten Kanten lassen, weil es kein exakter Kreis sein soll, sondern wirklich aussieht, als ob dieser Leuchtkreis von innen heraus strahlt. Mit der nächsten Farbe, der 905, werde ich dann wieder um den Kreis herum blenden. Ich blende diese zweite Farbe ganz leicht in die erste Farbe rein und ziehe sie wieder ein bisschen weiter heraus. Immer noch mit sehr leichter Hand arbeiten. Ich arbeite erstmal so leicht, um zu gucken, wie groß ich das haben möchte, wie die Farbverteilung so ist. Und Korrekturen kann man dann immer noch sehr, sehr gut machen, wenn man dann eben mit leichter Hand gearbeitet hat. Wichtig ist wirklich, die Sachen sanft ineinander zu blenden, sodass keine harten Übergänge entstehen. Und mit meiner dunkelsten Farbe oder dem dunkelsten Grün, das ich besitze, blende ich dann eben in die zweite Farbe hinein und wieder ein bisschen weiter raus in das Bild. Also es ist eigentlich immer der gleiche Vorgang. Die Farbe ineinander blenden und ein bisschen raus in das Bild blenden. Jetzt tragen wir die nächste Schicht auf. Mit jeder Schicht wird mein Bild ein bisschen dunkler, weil mehr Farbe aufs Papier kommt. Und diese Farbschichten sind ganz wichtig für den Farbverdünner. Damit der Farbverdünner funktioniert, müssen mindestens 4 Farbschichten auf dem Papier sein. Oder man muss eben doll drücken, damit viel Pigment auf dem Papier ist oder viel von dem Stift auf dem Papier ist, damit der Farbverdünner diese Farbe lösen kann und man die Farbe mit dem Pinsel hin und her schieben kann.
wenn man nicht so viel Pigment auf dem Papier hat, dann funktioniert der Farbverdünner nicht. Das Einzige, was man dann schafft, ist, dass das Papier irgendwie so gräulich wird und die Farben auch nicht so schön strahlend werden und sich nicht lösen, sondern eher dumpf und grau wirken. Also nehmt euch die Zeit und blendet wirklich Schicht für Schicht. Ihr werdet es nicht bereuen. Auch wenn man so leicht blendet wie ich jetzt, wirklich Schicht für Schicht, Stift für Stift, werden die Übergänge umso weicher und ihr seht keine harten Kanten. Auch die Illusion, dass das Meer in verschiedenen Farben schimmert, wird umso effektiver, je vorsichtiger ihr die Schichten zusammenblendet. Noch eine Sache, die man beachten sollte. Ich habe immer darauf geachtet, dass meine leuchtenden Kreise immer so liegen, dass ich schaffe, einen Farbübergang zu machen. Ich finde es zum Beispiel schwer, von diesem grünen Leuchtkreis zu dem pinken Leuchtkreis einen Farbübergang zu machen, wenn so wenig Meer oder Platz dazwischen ist, weil das ja schon farblich passen sollte und ineinander laufen sollte. Deswegen habe ich immer darauf geachtet, dass ich entweder den Platz zwischen den Leuchtkreisen groß genug lasse, dass ich schöne Übergänge von Pink zu Lila, zu Blau zu Grün machen kann oder wie hier eben von Blau ein bisschen Lila zu Grün, dass das ja schön gleichmäßig und schön von der Optik her aussieht und nicht zu gequetscht oder ja gewollt und nicht gekonnt. Darauf sollte man auch am besten achten. Ich hatte am Anfang darüber gesprochen, dass man durch die Verwendung von Farbverdünnern Stift einspart und es ist wirklich so. Wenn ihr seht, ich habe hier noch überall so weiß vom Papier durchschauen. Also ich habe überall noch so weiße Punkte und die würde ich eben erst wegkriegen, wenn ich wirklich doll mit dem Stift drücke und die Struktur des Papiers quasi glatt drücke, um diese Rillen zu füllen. Aber der Farbverdünner erledigt das für mich, weil er eben das Pigment löst und in diese Rillen schiebt und somit habe ich eben nicht das Problem, dass ich meinen Stift verbrauchen muss. Und natürlich lässt es die Farben viel schöner ineinander gleiten, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Ich persönlich mache das mit einem Pinsel. Und zwar nehme ich immer ein bisschen von dem Farbverdünner auf meinem Pinsel. Ich habe so ein kleines Loch in die Öffnung gemacht, nehme ein bisschen auf, dann trockne ich den Pinsel und fange an, die Farbe zu lösen. Ich arbeite in kleinkreisenden Bewegungen, nicht in Strichen, sodass das alles wirklich schön ordentlich aussieht und ihr merkt, das sieht aus, als hätte man mit Aquarell gemalt, weil sich die Farbe so gut löst. Als kleiner Tipp, benutzt einen Pinsel, der etwas härter ist und arbeitet von hell nach dunkel. Wenn ihr in eine helle Farbe gehen wollt, macht den Pinsel unbedingt vorher mit Farbverdünner sauber und wischt ihn gut ab, weil sonst
habt ihr eben dunkle Farbe, wo es nicht sein soll. Und benutzt wirklich nur wenig Farbverdünner, also ein Tropfen auf dem Pinsel reicht. Wenn ihr zu viel benutzt, dann schwimmt euer Bild und die Farbe löst sich nicht richtig, beziehungsweise euer Pigment ist so sehr verdünnt, dass ihr das Ganze nicht schön verwischen könnt. Wenn ihr euch unsicher seid, dann übt vielleicht erstmal auf ein Stück Papier, bevor ihr das dann auf eurem Bild verwendet. Wie gesagt, denkt dran, dass ihr genug Farbschichten auf dem Papier habt und arbeitet von hell nach dunkel, um schöne Übergänge zu machen, und haltet euren Pinsel eben sauber, wenn ihr in andere Farben geht. Das Weiß hilft dabei, unseren Leuchtkreisen das Strahlen zu geben. Und zwar kann ich den Übergang sanfter machen von dem Weiß des Papiers quasi zu meiner ersten, hellsten Farbschicht. Ich blende den Kreis dann ein bisschen aus, sodass es nicht ganz akkurat aussieht, sondern wirklich aussieht, als ob es von innen her leuchtet, und ich kann meine hellste Farbe nochmal ein bisschen aufhellen. Wichtig ist, wenn ihr jetzt nach dem Farbverdünner die nächste Farbschicht auftragt, dass ihr das Bild erstmal ein bisschen trocken lasst. Ich habe, glaube so 10 Minuten ungefähr gewartet. Ich habe ja auch nicht viel Farbverdünner benutzt, sondern wirklich nur einen Tropfen auf dem Pinsel, und das reicht auch oft schon, ist sogar noch zu viel. Und nach 10 Minuten kann man eigentlich schon mit den nächsten Farben auf dem Bild weiterarbeiten. Und noch ein kleiner Tipp: Prismacolors neigen dazu, am Ende so einen wachsigen Schimmer auf das Papier zu legen. Auch das wird dann mit Hilfe des Farbverdünners gelöst. Man hat dann am Ende eher so, ja, es sieht aus, als hätte man das Bild mit Aquarell gemalt, und fühlt sich auch so an.
Diese wachsige Schicht da drauf hat sich komplett gelöst. Dadurch, dass ich jetzt noch mal eine zweite Schicht sehr, sehr leicht auftrage, sieht man wieder ein bisschen von diesem Wachs, aber nicht so sehr, als hätte ich den Hintergrund komplett mit den Stiften geblendet oder eben auch Blenderstifte benutzt. Ich habe mir dieses Gemse schon vor einigen Jahren gekauft, ich glaube vor einem Jahr oder so, und bisher eher selten benutzt oder ja, versucht zu benutzen, und das Ergebnis hat mir nicht gefallen. Aber da ich eine Doppelseite mit Buntstiften als Hintergrund male, dachte ich, dass es eine gute Alternative dazu ist, neue Stifte zu kaufen und ich somit Stifte schonen kann, und ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis.
So, wir sind jetzt nun auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich muss sagen, der Hintergrund ging erstaunlich schnell, mit Hilfe des Farbverdünners, nicht so langsam, wie ich gedacht habe. Ich habe dieses Video auch nicht wirklich beschleunigt, ich glaube nur den ersten Teil, aber so der Rest lief in Normalzeit und 20 Minuten für ein Stück Hintergrund ist meiner Erfahrung nach wirklich nicht viel. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues zeigen, etwas Neues erklären und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehe ich ja auch ein paar dieser Hintergründe in nächster Zeit. Und wenn ihr diesen Hintergrund malt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich verlinkt. Dann sehen wir uns im nächsten Video und ein schönes Wochenende. Bis dann!